US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gerät nach den neuen Enthüllungen in seiner Chat-Affäre immer stärker unter Druck. Erstmals fordert nun auch ein Abgeordneter der Republikaner von Präsident Trump Konsequenzen. Laut Medienberichten soll Hegseth die Angriffspläne des US-Militärs auf die Houthi-Rebellen im Jemen im Vorfeld in einem Gruppenchat mit seiner Ehefrau, seinem Bruder und weiteren Personen geteilt haben. Das Weiße Haus betont jedoch, der Präsident stehe hinter seinem Pentagon-Chef. Jana Wochenig weiß mehr. Verabschiedet sich US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bald aus seinem Amt? In einer normalen Regierung wäre das wohl so. Jetzt wird bekannt, die Angriffspläne auf die Houthis im Jemen teilte der frühere TV-Mann Hegseth nicht nur in einem Signal-Chat, nicht nur ohne es zu bemerken mit dem Atlantic-Chefredakteur, der das später veröffentlichte. Nein, Pete Hegseth schrieb Mitte März auf seinem Privattelefon in einem privaten Gruppenchat mit seiner Frau, seinem Bruder und seinem Anwalt über detaillierte Informationen zum Angriff im Jemen. Eine echte Plaudertasche, so berichtet es die New York Times. Dabei ging es unter anderem um die Flugpläne der Kampfflugzeuge der Hornets in den Jemen. Beim Osterfest im Weißen Haus bleibt Hegseth bei seiner Strategie Verteidigung durch Beleidigung. Wissen Sie, was für eine Überraschung, dass ein paar Leaker gefeuert werden und plötzlich eine Menge Hetzartikel aus denselben Medien erscheinen. Sie nutzen anonyme Quellen von verärgerten ehemaligen Mitarbeitern und versuchen dann, Leute zu verunglimpfen und ihren Ruf zu ruinieren. Und auch Donald Trump sieht darin nur eine neue Kampagne der Medien. Sie sollten sich lieber ein neues Thema suchen, denn der US-Präsident sei zufrieden. Total. Warum? Warum stellst du überhaupt so eine Frage? Wir haben Rekrutierungen auf einem historischen Höchststand. Der Kampfgeist in den Streitkräften ist fantastisch. Nein, großes Selbstvertrauen in Hegseth. Dabei werden auch die Republikaner langsam unruhig, unter ihnen der Kongressabgeordnete Don Bacon, ein ehemaliger Luftwaffengeneral und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Er sagte gegenüber Politico, Hegseth agiere amateurhaft und ich hatte von Anfang an Bedenken, weil er nicht viel Erfahrung hat. Wenn er das Sagen hätte, würde er diese Privatchats über Classified-Informationen nicht tolerieren. Jetzt gibt es doch erste Rauswurfgerüchte, das Weiße Haus suche nach einem neuen Pentagon-Chef, so der Radiosender NPR. Nach diesem zweiten Skandal und nach den Berichten, die wir jetzt haben über das sozusagen dysfunktionale Pentagon, dürfte er eigentlich nicht mehr lange im Amt sein. Aber bei der Trump-Administration, die auf Loyalität basiert, ist nicht auszuschließen, dass er noch ein bisschen länger im Amt ist, weil man muss erstmal so eine loyale Figur finden wie Pete Hegseth mit Blick auf Donald Trump. Vorerst bleibt das Weiße Haus also bei seiner Strategie und will die Berichte über den Verteidigungsminister als eine Verschwörung gegen ihn sehen. Da fragen wir doch gleich mal in Washington nach bei Alina Quast. Alina, ja, wie lange kann sich Verteidigungsminister Pete Hegseth jetzt voraussichtlich noch im Amt halten nach diesem erneuten Skandal um eine Chatgruppe? Ja, klar ist, jeder andere, der wäre schon sofort vor die Tür gesetzt worden, wäre er denn ein regulärer Mitarbeiter. Aber Pete Hegseth ist Teil des Kabinetts, er ist hier Verteidigungsminister und wir haben es ja eben im Beitrag auch gehört. Es gibt einen Sender, einen amerikanischen Sender, NPR, und dieser berichtet, dass es wohl schon eine Suche nach einem Nachfolger gibt. Man beruft sich da auf einen US-Beamten, der anonym bleiben will. Deswegen können wir das an dieser Stelle auch nicht beurteilen, wie viel wirklich da dran ist. Aber klar ist bei Donald Trump, da weiß man nie, er ist in dem Sinne unberechenbar. Angriff ist die beste Verteidigung, so geht es Pete Hegseth an und damit ist er definitiv auf Linie mit der Trump-Administration, ja, die meisten Gefechte auch so bekämpft. Man muss dazu sagen, wenn man jetzt darauf blickt, wie es weitergehen könnte, wenn Donald Trump ihn wirklich absägen würde, glaube ich, wäre das für ihn ja auch ein Eingeständnis, dass in seinem Kabinett etwas falsch läuft. Und das kann Donald Trump nicht wollen. Ich glaube, das ist das äußerste Mittel, zu dem er greifen wird, wenn er Pete Hegseth dann wirklich ja, seines Amtes verweisen würde. Da würden auch Erinnerungen an die erste Amtszeit von Donald Trump sicher wach werden. Alina, Donald Trump, der will jetzt ja auch zur Beerdigung des Papstes nach Rom fliegen. Welche Bedeutung hat denn dieser Besuch?
Ja, Donald Trump hat das angekündigt. Zusammen mit seiner Ehefrau Melania wird er nach Rom reisen, wird dann im Vatikan sein, wird bei dem Begräbnis dabei sein. Man muss ja dazu sagen, dass Donald Trump und Papst Franziskus ja durchaus eine schwierige Beziehung hatten. Wohl wie keinen anderen Staatschef hat Papst Franziskus da laute Kritik geäußert an Donald Trump und seiner Politik. Erst im Februar, da hat er einen Brief geschrieben an amerikanische Bischöfe und hat darauf aufmerksam gemacht, auf die schlechten Bedingungen, unter denen Migranten zu leben zu haben, und hat gesagt, dass diese Abschiebepolitik gegen die Menschenwürde verstoßen würde. Also durchaus sehr klare Worte für einen Papst. Nun fährt Donald Trump aber hin nach Rom in den Vatikan. Ich denke, das ist auch ein ganz deutliches Zeichen an die Gläubigen hier in den USA. Alleine an Katholiken gibt es 77 Millionen Amerikaner. An sie ist das ein wichtiges Zeichen. Jetzt fand ja zuletzt auch das Osterfest statt, hier hinter mir im Garten des Weißen Hauses. Da sagte der US-Präsident auch, er möchte die Religion wieder zurück nach Amerika bringen. Ja, was meint er damit? Er meint damit vor allem, dass der christliche Glaube eine viel größere Rolle spielt. Beispielsweise gibt es jetzt als allererstes Mal bei einem US-Präsidenten ein Büro des Glaubens. Und dieses Büro des Glaubens, das wird von einer Fernsehpredigerin angeführt. Und da geht es darum, vermeintliche antichristliche Diskriminierung bei den US-Behörden zu eliminieren. Alina, vielen Dank für diese Einordnung aus Washington. Dankeschön.